Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Es ist mal wieder soweit, wir haben ein Fahrzeug, was wir für einen Kunden verkaufen sollen. Und zwar dreht sich heute alles um einen Lastrada Avanti EB. Und es sieht zwar frühlingshaft aus, aber ist noch gar nicht so warm. Und damit ihr gerüstet seid, wenn das richtig warm wird und starten könnt, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, schaut euch den an und guckt, ob der vielleicht zu euch passt. Ich zeige euch heute auf jeden Fall alles zu diesem wunderschönen gebrauchten Lastrada Avanti EB. Also, worum geht es hier heute? Bevor wir eine Runde ums Auto rumdrehen, für euch mal kurz die wichtigsten Daten zu dem Wagen. Wir haben ein Lastrada Avanti EB. Das Auto hat ein Maxi-Chassis mit 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, hat ungefähr 60.000 Kilometer gelaufen, ist aus erster Hand und erst zugelassen im Juli 2016. Ansonsten, glaube ich, sind das die wichtigsten. Ach nee, und er ist 2,89 hoch und 6,36 lang, wie jeder andere Avanti EB auch. Das soll an dieser Stelle schon mal alles sein, was ihr wissen müsst zu dem Auto. Wenn ihr es genauer wissen wollt, dann ist für die Leute von euch, die es vielleicht jetzt am Fernseher sehen, blenden wir den QR-Code zu der mobile.de Anzeige rein. Dann einfach Handy raus, draufhalten mit der Kamera und ihr kriegt einen direkten Link zu der Anzeige mit allen Bildern drin. Und wenn ihr es am Handy oder auf dem Tablet oder irgendwo guckt, unten in der Videobeschreibung haben wir die Anzeige auch verlinkt. Da habt ihr nochmal die ganzen technischen Daten, die genaue Ausstattung, Preis und all solche Dinge mit dabei. So, normalerweise würden wir jetzt, wenn wir um dieses Auto rumgehen, erstmal alles checken, was wir an Sachen drin haben. Hier haben wir ein bisschen eine besondere Situation, die für euch, für uns, für alle das Leben ein bisschen leichter macht. Und zwar haben die Leute sich für einen neuen Lastrada Avanti entschieden, der auch ein paar schöne Sachen bekommt. Und da haben wir gedacht, wir können doch einfach die Sachen, die wir an dem anderen Auto umbauen, auf diesen drauf machen und haben so das Beste aus beiden Welten. Zum Beispiel bereifen wir den neuen Wagen neu. Das heißt, von dem nagelneuen Auto ist ein Satz neuer Reifen über. Das heißt, wir machen hier einfach neue Reifen drauf. Ist doch eine super Lösung. So habt ihr an dem Auto neue Reifen. Wir müssen heute keine Profile messen und für die Vorbesitzer bleibt nichts über. Genauso haben wir die Situation, um gleich mal die ganz tollen Punkte vorwegzunehmen. Wir haben dieses Auto auf eine Lithium-Batterie mal umgerüstet, aber gerade erst vorletztes Jahr. Die wandert mit in den neuen Avanti. Das heißt, wir haben in dem neuen Avanti eine nagelneue Batterie über. Die stellen wir hier rein. Auch das heißt also, ihr habt eine nagelneue, schöne Batterie mit dabei. Und insgesamt sind so ein paar Sachen, wo wir einfach gesagt haben, komm, das nehmen wir mit und lassen es drin. Genauso wie, guck mal, da können wir einmal hinten reingucken. Die Vorbesitzer hatten ihre Fahrräder immer hier hinten drin, einfach Vorderrad raus und haben sich da eine Halterung gemacht. Die haben wir zum Beispiel gesagt, lassen wir auch drin, weil hier was Erstaunliches sozusagen passiert. Wir haben den Wechsel vom Avanti EB zum Avanti C und da ist das Bett hinten ja ein bisschen flacher, deswegen sollen die Fahrräder sowieso auf keinen Fall drunter. Ich habe gesagt, komm, wir lassen das drin und ihr könnt dann entscheiden, ob ihr das für euch haben wollt. Insgesamt steht das Auto von innen echt gut da, hat natürlich nach so einer Weile auch ein paar Gebrauchsspuren. Aber wenn ich euch nachher Serviceheft und solche Sachen mit euch angucke und noch ein bisschen was dazu erzähle, dann weiß man schon, wie mit dem Auto umgegangen wurde. Und da kann ich ganz klar vorher schon mal sagen, das ist richtig gut gewesen. Der Wagen, da gucken wir gleich in den Stauraum noch mal rein, ist in der Außenfarbe Eisengrau Metallic. Das heißt, es ist einfach so ein dunkelgrau. Und eine der Sachen, die man bei so einem 6 Jahre alten Auto wissen muss, ist, dass einfach Dekore ein bisschen drunter leiden. Ich habe das eben im Vorbeigehen gesehen, zum Beispiel hier, genau hier hinten. Das muss die Seite sein, womit der Wagen immer in der Sonne stand. Am Ende leidet so ein Schriftzug. Es gibt 2 Lösungen. Ich würde einfach sagen, Folie runterziehen, neu schwarz-matt folieren, Schriftzug drauf verzichten, dann sieht das total frisch aus. Und das kann man sich an den anderen Stellen halt eben auch überlegen, wo man vielleicht was wegnimmt oder eben auch nicht. Und das Zweite ist natürlich auch, das haben wir ja schon bei anderen Gebrauchten gesehen, dass wir immer wieder die Situation haben, dass nach einer gewissen Zeit, egal wie gut die Fahrzeuge gepflegt sind, die Beplankung ein bisschen ausbleichen und damit so ein bisschen weniger schön werden. Ich mache jetzt mal die Musik aus, die hier im Hintergrund läuft, damit ihr die nicht hört. Ich sehe immer nur, wie Vladi guckt. Hoffentlich hört ihr nichts. Und dann sind wir gleich wieder da. Wenn wir beim Thema Folierung sind, gibt es noch eine andere Kleinigkeit. In den Baujahren 15, 16, 17, 18 war es so, dass Lastrada gesagt hat, wir folieren quasi erst das Auto und machen dann die Fenster drauf. Inzwischen macht man es ein bisschen anders und lässt einen Abstand. Das führt aber dazu, dass durch warm, kalt
und ein bisschen hin und her geruckelt sich so ein bisschen die Folie an einigen Stellen löst. Das ist zwar technisch keinerlei Problem, aber eben ein bisschen unschön, und das ist jetzt hier tatsächlich auch der Fall, dass wenn man genau an die Kanten guckt, dass das ein bisschen so ist. Da muss man sich halt überlegen, ob man so sagt, weil es stört mich jetzt auch nicht weiter, weil Gebrauchsspuren hat so ein Auto, oder ob man an der Stelle irgendwie neu folieren möchte. Wenn wir einen halben Schritt zurücktreten, kann man da oben so eine kleine schwarze Antenne sehen. Das heißt, obwohl das Auto schon 7 Jahre alt ist, haben wir irgendwann in der Zeit dazwischen, also wir haben den Wagen damals auch neu ausgeliefert, schon eine vernünftige Internetantenne, und ich glaube sogar mit einem Router, da gucken wir gleich ins Auto rein, drauf gebaut. Ihr seht eine Solaranlage, die oben mit drauf ist. Also insgesamt ist das ein Auto, wo ihr losgehen könnt, einsteigen und glücklich sein. Und wenn wir von vorne noch mal gucken, ob mir da irgendwas auffällt, aber ich würde auch sagen, bis auf die normalen Gebrauchsspuren immer noch mal Steinschlag Frontscheibe, genau einmal drauf gucken. Ist da was? Nee, das war nur eine Fliege. Weil das die Sachen sind, die halt ärgerlich sind, wenn man sie übersieht. Aber das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und auch sonst sehe ich hier, klar, so ab und zu mal, guck mal hier, komm mal dichter ran bitte. Das ist halt einfach eine Schrankwand, die ihr durch den Wind schiebt, dass hier irgendwo mal ein kleiner Steinschlag ist. Und da habt ihr auf der Motorhaube. Es ist einfach bei einem Auto mit 60.000 Kilometern mehr oder weniger unumgänglich. Genauso wie eine kleinere Feindberührung ab und zu unumgänglich ist. Und da habe ich doch eben gesehen, genau 2 kleine Dellen wollte ich euch noch zeigen. Einmal, vielleicht machst du es ein bisschen gegen das Licht, dass man da das gut sehen kann. Hier ist eine kleine Delle, da muss mal irgendwas gegengekommen sein. Und auf der Hecktür habe ich noch eine zweite kleine gesehen. Wenn du einmal hier unten hinguckst, haben wir auch wahrscheinlich mal ein Fahrrad gegengefallen oder irgendwas in der Richtung. Aber es bleibt nicht aus. Das sind vielleicht sogar Sachen, die so ein Smart Repair oder Dellendoktor gut in den Griff bekommt für kleinen Aufwand. Und ansonsten tut ja eh immer nur die erste Kratzer und Delle weh. Wenn das andere für euch gemacht haben, kann ich euch hier ein schmerzfreies Auto präsentieren. Sicherheitsschlösser haben wir von außen noch gesehen. Rundrum eine Markise haben wir mit dran. Und eine Rückfahrkamera ist auch schon mit da. Und den Rest gucken wir uns jetzt einfach mal von innen an, damit ihr eine Idee bekommt, ob der Avanti EB, so wie er hier konfiguriert wurde, euch wohl gefallen könnte. Eine Kleinigkeit, die mir auffällt, bevor wir hier reingehen, finde ich, dass immer wieder charmante Lösungen da sind, die ihr euch selber überlegt. Wir haben ja in jedem Wohnmobil das Problem, was mache ich mit dem Müll? Ab und zu haben die Hersteller so halbgare Lösungen mit drin, aber erstaunlicherweise, schreibt euch das mal hinter die Löffel, liebe Hersteller, wenn ihr eine gute Mülllösung hättet, wäre das eine echte Alleinstellung. Kaum ein Hersteller macht das. Hier, dann stehen meist immer irgendwo, hängen Tüten rum, stehen Mülleimer rum. So einfach, so clever, einfach nur ein kleiner Magnet dran. Zack, hier hält das und dann einfach so ein Mülleimer. Total praktisch von innen und von außen gut zu erreichen. Ansonsten sehen wir auf den ersten Blick, wir haben Holzdekor Nuss, einfarbig, was super gut zu dem Stoff passt. Der hieß damals, glaube ich, Trias. Die Nummer ist auch egal, weil er ist ja jetzt eh drin, wie er ist. Den gab es in zig verschiedenen Farben. Hier haben wir uns für eine einfarbige Variante entschieden und ich finde, das ist auf jeden Fall eine super harmonische, immer noch zeitgemäße Lösung. Und dann das Strada typisch, einmal hier oben eine Schublade, und was beim Avanti EB ja immer wieder eine Besonderheit ist, oder bei allen Avantis mit dem Doppelboden, dass wir hier den Zusatztisch mit dem riesengroßen Stauraum haben. Und so habt ihr ja insgesamt hier bei dem Avanti EB, guck mal hier runter bitte, überall Staufächer, weil der doppelte Boden sich ja durchs gesamte Auto zieht. Das heißt, sowohl hier als auch unterm Tisch als auch im hinteren Bereich sehr, sehr viel verschiedene Räume. Kommt mal mit rein und dann gucken wir uns das Auto einfach mal gemeinsam mit an und schauen mal, was wir hier haben. Avanti EB heißt ja im ersten Augenblick immer EB wie Einzelbetten. Das heißt, wir haben einen klassischen 636er Grundriss, Längsbetten hinten, Nasszelle hier, also da, Küche in der Mitte, schöne Sitzgruppe vorne. Mit der größten Unterscheidung und der Alleinstellung gegenüber allen anderen Fahrzeugen, dass wir halt eine riesen Stehhöhe haben. Ich mit meinen 1,92 habe hier immer noch Raum über mir. Wir haben es mal gemessen, es ist auf jeden Fall eine Stehhöhe nahe bei 2 Meter. Und das kombiniert mit dem Doppelboden, weil das Auto insgesamt eben 2,89er ist, also insgesamt ein bisschen höher als die meisten anderen Fahrzeuge.
Aber in der Regel ist es vollkommen egal, ob euer Auto 260 oder 290 hoch ist. Beides ist über 250, beides ist unter 3 Meter. Und wenn ihr jetzt nicht genau einen Carport mit 2,75 Meter habt, dann gibt es eigentlich keinen Punkt, wo der eine passt und der andere nicht. Von der Grundaufteilung. Ja, ich glaube, wir fangen heute mal mit der Küche an, weil wir gerade so praktisch stehen. Ganz klassisch kann man am Kocher, finde ich, immer ganz gut sehen, wie intensiv Autos genutzt worden sind. Und hier muss man ganz klar sagen, wir haben einen ganz normalen Dreiflammkocher. Man sieht sicher, dass Leute damit Urlaub gemacht haben. Aber das ist weder besonders intensiv genutzt noch besonders neu, sondern einfach dem Fahrzeugalter entsprechend. Natürlich auch da schon mit einer elektronischen Zündung. Das ist bei 2016er und 17er Autos sicher nicht selbstverständlich. Und was bei Lastrada anders ist als bei den meisten anderen, ist, dass ihr super viele Schubladen habt und nicht nur 2 oder 3 große, sondern mehrere kleine. Und hier auf der Seite noch mal einmal die Besteckschublade und darunter eine kleine und ganz unten noch mal eine große. Während wir hier die Sachen Stück für Stück durchgehen, für euch vielleicht noch mal die Info: Wir verkaufen ja solche Fahrzeuge für den Kunden. Das heißt, im Prinzip kauft ihr direkt bei den Kunden. Wir machen aber, bevor wir das Fahrzeug an den nächsten Besitzer übergeben, nochmal eine Endkontrolle und checken solche Sachen wie Heizung, wie Kühlschrank und so weiter. Gucken, dass das alles in Ordnung ist. Das heißt, ihr müsst für euch vor allem optisch entscheiden, ob das ist, was euch gefällt. Und dann weiß man natürlich bei einem gebrauchten Fahrzeug nie so 100%, ob noch irgendwo eine Kleinigkeit ist. Aber gerade wenn die Wartungshistorie so ist, wie sie hier ist, glaube ich, kann man das sehr, sehr sorgenfrei machen. Hier oben, damit wir da auch noch mal reinschauen, Lastrada typisch mit dem Rollladenschrank in der Küche und hier dem zweiten Rollladenschrank. Der Boden theoretisch auch rausnehmbar. Das ist ja eine der Positionen, wo man ab Werk theoretisch einen Fernseher haben kann. Und dann darunter den klassischen Kühlschrank. Lastrada-mäßig habt ihr ja die Wahl bei einer Neubestellung zwischen einem Absorberkühlschrank und einem Kompressorkühlschrank. Hier ist es jetzt ein Kompressorkühlschrank, aber eine klassische Gasheizung. Und damit ihr bei der Gasheizung nichts umstellen müsst, habt ihr hier vorne im Küchenblock die Fernbedienungs- oder die Fernanzeige für die Duomatik. Das heißt, der Wagen oder die Heizung erkennt automatisch, ob die erste oder die zweite Flasche leer ist, und der schaltet dann von der ersten automatisch auf die zweite um. Und so hat man so ein bisschen einen sehr, sehr guten Kühlschrank und gleichzeitig eine super unabhängige Heizung, die mit da ist. Und unterm Kühlschrank noch eine zusätzliche Schublade, so dass man insgesamt, glaube ich, sich nicht über einen Mangel an Stauraum beschweren kann. Direkt gegenüber haben wir hier die Nasszelle mit den, ja, die haben bis heute keinen richtigen Namen, mit diesen quasi Salontüren. Salontüren, weil ihr eben kommen könnt und sagt, ey, da bin ich. Das Pferd habe ich draußen festgemacht. Nein, das Pferd hat hier, das habe ich überhaupt nicht gesagt, was für ein Motor da ist. Ne? Das haben wir draußen ganz vergessen. Auf der Visitenkarte ganz am Anfang muss noch die Motorisierung stehen. Das ist eigentlich eine der großen Besonderheiten von dem Auto. Ein 3 Liter 177 PS Handschalter. Also auch hier ein Auto, was von Hubraum und Leistungsfähigkeit über nahezu jeden Zweifel erhaben ist. Also 177 Pferde sind hier schon im Motorraum festgemacht. Und dann haben wir Lastrada typisch hier oben den großen Stauraum, auch mit so einer schönen kleinen LED-Beleuchtung. Hier oben 3 LEDs drin, mit so einem kleinen Schalter. Und über dem Spiegel nochmal die Lampe, wenn ich mich richtig schön machen will, dass ich das Gesicht gut ausleuchten kann. Mit einer klassischen Dometic-Toilette, die hat ja jetzt hier die Keramikschüssel, das heißt, die kriegt man auch gut gereinigt. Und dann haben wir ein kleines normales Waschbecken. Das ist ein bisschen, ja, das ist so typisch, wie die in dem Baujahr sind. Kunststoffe bleichen so ein bisschen aus und es hat so einen leichten, ja, es verändert so ein bisschen die Farbe. Ist nicht 100% hübsch, aber funktioniert ganz normal weiter. Und dann hinten angeschlossen an die Nasszelle haben wir die Betten und da geht das weiter mit dem monströs großen Stauraum. Einmal hat ihr hier umlaufend 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fächer, alle normal aufzustellen, will da nichts verheimlichen. Hier oben drüber das Midi-Heki, das war damals eine Option. Serienmäßig hat der EB immer ein 40×40 Dachfenster.
So wie der hier steht, sind das jetzt 70 x 50, also einfach deutlich mehr Licht. Genau wie das Fenster hier auch eine Option war. Serienmäßig sind mal das und die beiden hinter mir. Das musste man separat bestellen, aber hier wurde halt viel Wert drauf gelegt, möglichst viel Licht und Luft zu bekommen. Damit man nämlich auch tagsüber in seine riesengroßen Stauräume gucken kann. Einmal hier, ach, das hatte ich noch gar nicht gesehen, mit einer selbst gebastelten Stauraumunterteilung. Auch eine clevere Idee, ne? Einfach nur Kabelkanäle, kleine Bohrungen rein, Holzstäbe rein und hier verbunden. Und so habt ihr mit wenig Gewicht eine super schöne Unterteilung mit drin. Und hier, ups, da ist der Teppich noch davor. Sekunde, den räumen wir mal kurz zur Seite. Ah, noch mehr Überraschung. Auch hier nochmal ein... Ja, guck mal. Ich nehme meine Füße mal weg. Zack, nochmal ein kleiner Stauraum, dass auch hier die sonst sehr große Schublade nochmal mit einer quasi zweiten Schublade drin genutzt werden konnte. Und elegant. Ah, geht nicht. Ups, das war nicht so elegant. Ach, guck mal. Ein kleiner Doppelboden und wenn man den Boden noch rausnehmen würde, dann könnt ihr in den Stauraum schauen. Zu geht ein bisschen leichter als auf. Aber es war trotzdem nicht besonders elegant. Und immer noch nicht genug Schubladen. Hier ist noch eine zweite, dritte sogar, wo auch nochmal Stauraum drin ist. Und auch hier kannst du, da ist irgendwo ein kleiner Schalter, glaube ich. Genau, zack. Auch hier sind nochmal so Nachtlampen, dass man gut ran kann. Wenn ihr jetzt sagt, eigentlich finde ich es einen tollen Grundriss, aber ich hätte hier hinten viel lieber ein großes Doppelbett, dann kann ich euch beruhigen. Kann man das rausziehen, rübernehmen und mit den Polstern, die drauf liegen, eine große Liegefläche draus machen. Und damit das schön robust ist, sind hier auch, wo sind sie? Richtig massive Stangen. Und zwar nicht nur eine, sondern, ups, oh, ich bin zu groß für die Autos. Zwei, wo das dann sauber aufliegt. Und da braucht man dann auch wirklich sich keine Bedenken, oder braucht man keine Bedenken haben, dass das nicht halten könnte. Insgesamt auf jeden Fall die Besonderheit des Avanti EB, die sehr hoch liegenden Fenster, dass man von draußen nicht reinschauen kann, aber wunderbar von drinnen rausschauen kann, was einem natürlich ganz viel Freiheit gibt, sich hier vernünftig zu bewegen, alles im Blick zu haben, aber nicht beobachtet zu werden. Bevor wir nach vorne gehen, noch ein kleiner Blick in den Kleiderschrank, damit hier keiner sagt, der Avanti EB hat keinen Kleiderschrank. Auch da ist nochmal ein riesengroßer Raum unten drunter. So. Und ich hole jetzt noch mal die Service- und Wartungsgeschichte und dann gucken wir uns das vorne gemeinsam an. So, bevor ich es mir gemütlich mache und wir uns gemeinsam die Ausstattung angucken, noch mal ein kurzer Blick hier oben in die Schränke. Hier ist, wie ich das in Erinnerung hatte, sogar ein Router mit dabei. Wir haben hier ein Teutonica RUT 955. Der hat GPS-Anschluss, LTE, Wi-Fi-Antennen und all solche Dinge. Und das Ganze ist hier versehen mit so einer an die Wand gekletterten Lösung, dass er hier halt wunderbar drin hängt und dass man die Antennen dann gut anschließen kann. Und damit er nicht dauerhaft stromversorgt ist und ein WLAN macht, wenn man es nicht haben will, haben wir das Ganze mit einer Hauptstromversorgung oben versehen. Das heißt, auch da müsst ihr sogar nur die SIM-Karte nehmen und reinpacken. Der zweite Schrank dürfte leer sein, genauso wie wahrscheinlich dieses gewaltige Fach hier oben aktuell leer ist. Das hat ja schon mehr Stauraum als die meisten anderen Stauräume in Fahrzeugen. So, machen wir es uns ein bisschen gemütlich. Nehmen Sie Platz, setzen Sie sich hin, lassen Sie uns gemeinsam schauen, was wir hier haben. Als erstes, also für die, die es noch mal in Ruhe nachlesen wollen, wir blenden hier irgendwo links oder rechts von mir einen QR-Code ein. Das ist die mobile.de Anzeige, da steht alles nochmal mit drin. Die wichtigsten Sachen für euch nochmal zum Mitschreiben quasi. Also wir haben einen großen Motor, 130 kW, 177 PS Handschalter. Eisengrau Metallic, Maxi-Chassis. Als 3,5 Tonner ist, glaube ich, noch eine wichtige Info. Wenn ihr wollen würdet, könnte man losgehen und das Ganze auflasten auf 4,25 Tonnen. Aktuell ist er aber auf 3,5 Tonnen zugelassen. Muss man immer so ein bisschen die Gewichtsbilanz anschauen und gucken, was euch im Einzelnen wichtig ist. Aber hier könnte man eine Zusatzluftfeder reinmachen und dann ist der easy ein 4,25 Tonner. Wir haben das Technikpaket 1, das sind so die ganzen Basics. Da es noch ein Euro 5 Auto ist, haben wir kein AdBlue. Das heißt, wir haben nicht einen 90 Liter Kraftstofftank, sondern 120 Liter.
Klimaanlage, Tempomat, ESP, Traction Plus, all diese Dinge sind im Technikpaket 1. Und dann hat der damals, das war eher selten, das Technikpaket 2, das ist hier quasi die Einheit der Assistenzsysteme, Spurhalteassistent, Regenlichtsensor und eine anders reflektierende Frontscheibe mit drin. Und das Komfortpaket 1 sind so ein bisschen die Lastrada Basics mit Fliegengittertür, Trittstufe und allem, was dazugehört. Und dann eigentlich alles, was das Herz braucht. Solaranlage, die zusätzlichen Fenster, Kompressor, Kühlschrank, Markise, die große Dachhaube, Duo Control und, achso, was wir jetzt nicht gesehen haben, zusätzlich noch ein Wertfach unterm Fahrersitz. Das heißt hier quasi so eine Art Safe und die Internetantenne. Das ist so das im Großen und Ganzen. Wir haben, ich gucke mal auf den Kilometerstand, dass wir es ganz genau haben, 56.668 Kilometer. Also die 60.000, die ich eingangs gesagt habe, sind vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Und von den Laufleistungen, eigentlich hat der Ducato ja, ich glaube, 45.000 Kilometer Inspektionsintervall. Der war bei der ersten Inspektion bei der Firma Karabakh im Mai 19 bei knapp 29.000 Kilometer. Exakt 2 Jahre später, da unten steht es, bei knapp 38.000 Kilometer bei einer Werkstatt hier bei uns in der Nähe. Und da der Kunde gesagt hat, eigentlich wäre die Inspektion jetzt langsam wieder fällig, haben wir gesagt, bevor wir da lange diskutieren, kriegt er noch eine komplett neue Inspektion. Das heißt, auch da hat er jetzt im Februar nochmal einen Termin. Das heißt, bei 56.000 Kilometern einmal die komplett neue Inspektion, wie man so schön sagt, nach Herstellervorgaben. Der Wagen ist grundsätzlich fast so, wie er ab Werk war. Das, was mal geändert wurde, ist, dass wir hier dieses Dynavin-Radio mit drin haben. Und weil eben das originale Radio ein bisschen kleiner war, hat er sich für das große Dynavin-Radio, speziell für den Ducato, was hier alles das Radio ist, im Prinzip bis hier unten ein Teil mit dazu genommen. Es hat Navigation und all solche Dinge mit drin. Da wollte ich noch gar nicht drauf drücken. Jetzt können wir auch einmal auf den Navigationsmonitor gucken. Das Einzige, was bei dem so ein bisschen dazu geführt hat, ist, dass manchmal die Rückfahrkamera nicht sofort angeht, wenn man in den Rückwärtsgang geht. Dafür hat er so einen kleinen Kameraschnellzugriffpunkt, dass man eben die Kamera auch jederzeit selber anmachen kann. Ansonsten haben wir eine Klimaautomatik, nicht wie ich eben gesagt habe, eine Klimaanlage, beheizbare Außenspiegel, Spurhalteassistent, Bergabfahrhilfe, all diese Dinge hier mit dabei. Ja, das ist der Avanti C, EB. C ist das neue Auto, was die Menschen kriegen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Wir haben noch gar nicht so richtig gesehen, wie schön man sitzt. Und ich habe gar nicht gesagt, wie cool die Sitzbank ist. Weil wenn man drauf guckt, das ist eine fest aufgepolsterte Sitzbank, die man in der Achse hier verschieben kann. Und die Rückenlehne hängt fest dran. Das heißt, ihr stellt damit den Neigungswinkel der Rückenlehne mit ein, dass man es sich wirklich gemütlich machen kann. Und viele Sachen, die bei Lastrada halt Standard sind, hat der Wagen natürlich auch. Serienmäßig, das musste man nicht bestellen, haben wir das, was viele andere Hersteller Schwenktisch nennen, mit dabei. Und da fällt mir tatsächlich hier noch eine Kleinigkeit auf, die ich euch auf jeden Fall zeigen will. Hier ist so eine kleine Stelle, das ist ganz typisch bei älteren Autos, könnt ihr auch immer mal drauf gucken. Irgendwann fällt mal doch ein Buch oben aus dem Schrank raus, wenn man zu wild gefahren ist, und haut irgendwo ein kleines Loch rein. Und dann kann man das relativ einfach auswachsen, und spüren tut man es nicht, aber ein bisschen sehen. Ja, das ist ein Avanti EB, Erstzulassung Juli 2016. Ich finde ein attraktives Gesamtpaket. Schaut es euch auf jeden Fall in Ruhe an. Wenn ihr mehr Fragen dazu habt, ruft uns an, kommt auf uns zu. Wenn ihr das interessant fandet, lasst einen Daumen hoch unter dem Video da. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, und dann zeigen wir euch bestimmt in Kürze auch genau den Gebrauchten, der zu euch passt. Das ein oder andere kommt da nämlich noch. Erstmal schöne Grüße aus Stofe. Bis bald und alles Gute.